Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Wie ihr seht, ich habe mich schon mal ein bisschen bewaffnet, denn heute geht es oben an dem Raum weiter. Ja, bevor wir jetzt anfangen, würde ich mich ganz herzlich nochmal bei Uli bedanken. Uli hat uns hier von unserer Amazon-Wunschliste so schöne Adapter für die Gewindeschneider zukommen lassen. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Gewindeschneider in eine Bohrmaschine einspannen wollt oder einen Akkuschrauber und dann flutscht er einfach durch und das nervt ziemlich dolle. Dafür gibt es hier so richtig schöne kleine Adapter und wir haben jetzt ein ganzes Set davon bekommen. Das heißt, das wird uns nie wieder passieren. Dank Uli. Und Uli schreibt uns: Hi René, erstmal vielen herzlichen Dank für deine klasse Filme und das damit verbundene Wissen, das du uns weitergibst. Bitte bleibt wie ihr seid, authentisch, ehrlich. Viele Grüße, Uli. Ja, also viel besseres Kompliment kann man gar nicht mehr bekommen. Von daher erstmal vielen Dank. Die werde ich richtig gut gebrauchen können. Und jetzt legen wir aber erstmal mit dem anderen Thema los. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon ein bisschen eingekauft. Hier sind jede Menge neue Rollen zum Abkleben. Darum soll es jetzt auch gehen. Wir sind ja beim letzten Mal im Feinputz oben in dem Raum soweit durchgekommen, beziehungsweise ich habe, frech wie ich bin, noch ohne euch die Decken gemacht. Also ist es jetzt soweit, dass wir die Balken sauber machen können und dass wir uns dann um die Farbe kümmern können. Bevor wir uns jetzt natürlich an die Arbeit machen können, gibt es noch, oder beziehungsweise an die schöne Arbeit machen können mit der Farbe, gibt es noch ein paar To-Dos, die vorher abgearbeitet werden müssen. In dem letzten Video haben wir ja schon mal über das Saubermachen der Balken gesprochen. Ja, da habe ich auch ein bisschen Material gekauft und das ist noch ein bisschen Fleißarbeit, die wir vorher erledigen müssen. Für den Zweck habe ich auch schon mal ein bisschen strategisch investiert bzw. eingekauft. Denn wie ihr seht, hier fehlt jetzt noch der richtige Aufsatz, aber ja, da habe ich ein paar gekauft. Da können wir noch mal ein bisschen variieren, je nachdem welchen Anwendungsfall und wie penetrant denn die Farbe ist, die oben noch an den Balken dran ist. Denn ihr hattet mich ja mal gefragt, Hubi, wie willst du denn eigentlich die Balken sauber bekommen? Und ich hatte euch gesagt, da gibt es zum einen hier diese Kunststoffbürsten. Die habe ich mir im Internet gekauft. Die werden wir ausprobieren. Die gibt es natürlich auch in groß. Ich habe die jetzt in klein. Dann kann man ein bisschen feiner arbeiten. Dann habe ich die Topfbürste auch noch mal in Draht, falls das notwendig werden sollte. Und dann habe ich hier auch noch mal so eine Tellerbürste, auch in Draht. Das ist aber weich. Das gibt es auch noch mal so hart verzopft. Aber wir brauchen ja, sage ich mal, für das Saubermachen der Balken jetzt nicht so viel Druck, und je härter die Bürsten sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich da eben auch Spuren im Balken hinterlasse, so Bürstenspuren. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja bloß, dass der Schmutz von den Balken abgeht, und dann, wenn er ab ist, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. So, ganz wichtig, gerade in Sachen Arbeitsschutz ist es natürlich auch, dass man das Zeug weder einatmet noch ins Gesicht bekommt. Da habe ich jetzt das Video von Tobias von Liebensprojekt gesehen. Übrigens richtig toller Kanal. Schaut da mal vorbei, wenn ihr den nicht schon im Abo habt. Habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr den Link zum Kanal. Macht richtig klasse Arbeit. Er hat auch jetzt so ein Schild aufgehabt und hat gesagt, naja, eigentlich ist das für einen Rasentrimmer, aber würde mit seiner Brille gut harmonieren. Wir haben diese Schilder, also diese Visiere schon auch bei der Industrie öfter eingesetzt. Das heißt, ja, waren vielleicht nicht ganz so klapperig, die waren ein bisschen besser von der Qualität. Aber generell war das eigentlich gang und gäbe, dass man nochmal so ein Schild vors Gesicht zieht. Denn wenn du eine Schutzbrille aufhast, schützt du natürlich die Augen. Aber hier mit so einem Schild schützt du das ganze Gesicht. Das heißt also, du kriegst auch nicht, wenn du flexst oder so, irgendwelchen Kram ins Gesicht. Noch besser ist natürlich, wenn man darunter noch eine Schutzbrille anhat, dann kann ganz wenig passieren. Aber ich habe beim Energieversorger gelernt, das war meine allererste Ausbildung, und da hatten wir sogar Helme, richtige Helme mit solchen Klappvisieren, dass wenn irgendwo Schalthandlungen stattgefunden haben oder irgendwo Funken fliegen konnten, da hatte man dann nochmal so ein richtig breites Visier, also ein Helm, dann hast du das Visier runtergeklappt, wie bei so einem Ritterhelm, und dann hast du eben ja, ganze Gesicht geschützt. Von daher, ja, Tobias, wie gesagt, ich kenne das,
wirklich aus der Praxis so, dass das in der Industrie Anwendung findet, dass man also viele solche Visiere vorm Gesicht hat. Nicht unbedingt zum Motorsensen. Zum Motorsensen gibt es auch noch welche, die haben dann hier eben dieses Gitter, reine Gitter vorneweg. Wobei es tatsächlich beim Motorsensen auch oft ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ja da auch so einen Helm mit so einem Gittervisier. Da geht auch hin und wieder nochmal was drunter durch. Man kriegt das Zeug dann trotzdem ins Gesicht oder ins Auge, gerade so kleine Fasern. Von daher ist so ein Visier eigentlich immer gut. Ja, hier haben wir jetzt die Kameraden, um die wir uns kümmern müssen. Wir sehen hier zum einen, ist der Balken nicht vollflächig bemalt. Das ist hier nur so wie so ein Kalk. Ne? Aber dafür stecken hier noch Nägel drin und hier war ein Kabel dran lang genagelt. Das habe ich alles rückgebaut. Aber wir haben hier so nochmal den einen oder anderen Nagel drin. Das muss raus. Ich hatte damals, als ich die Decke neu gemacht habe, habe ich hier so einen Keil eingezogen, dass ich die neuen Deckenbalken einfach gerade durchgehen lassen kann. Und deswegen geht dann jetzt hier so ein bisschen noch so eine Lehmkante runter. Den Balken wollte ich aber ganz gern sichtbar haben. Und hier auf der Seite, ja, wie das so war, die Decken waren eben auch nicht auf beiden Seiten gleich hoch. Daher ist hier dann noch mal ein bisschen mehr Arbeit. Um den Fensterflügel zu schützen, habe ich ihn ausgebaut. Wie ihr seht, das ist auf jeden Fall einfacher als ihn abzukleben. Du brauchst nur 2 Bolzen rauszumachen. Und er ist dann natürlich auch beim Streichen nicht im Weg. Das heißt, wenn er aufgeklappt ist und abgeklebt, dann musst du trotzdem irgendwie immer so um den rum arbeiten. Und natürlich jetzt auch hier beim Balken sauber machen, da staubt. Und ja, im Nachbarraum wird momentan nicht gearbeitet, von daher steht er da besser als hier. Ja, es tut mir leid, die Lichtverhältnisse sind momentan nicht die allerbesten hier drin. Aber das wird sich ändern, sobald wir hier weiße Farbe ins Spiel bringen. Ich fühle mich wie Darth Vader. Nimm mir diese Maske ab, Luke. Meine Fresse. Diese feinen Partikel, die setzen hier schön die Luftfilter zu. Und ja, aber wenn man es nicht einatmet, kriegt man irgendwann keine Luft mehr, weil die Luftfilter zugesetzt sind. Und von daher muss ich da jetzt mal ganz kurz raus. Es ging aber richtig gut mit der Drahtbürste. Ich habe jetzt gleich die Drahtbürste genommen, da der Balken mit Kalkstrich gestrichen war. Und mit der Nylonbürste wäre das wahrscheinlich so abgegangen. Und da ich jetzt an dem Weichholz die Drahtbürste genommen habe, habe ich gedacht, fürs Hartholz macht es jetzt keinen Sinn mehr, die Nylonbürste aufzuziehen. Normalerweise mache ich das aber, wenn nur Lehm dran hängt, nur mit der Nylonbürste. Das staubt zwar genauso, macht aber keine Kratzer in den Balken und reicht vollkommen aus. Ich sehe zwar aus wie ein Molch, aber ich habe jetzt die Chance genutzt und alles mal richtig sauber gemacht. Ich habe den Fußboden komplett sauber gemacht. Ich habe alles gesaugt. Ich habe hier so einen Industriesauger, sagen wir mal, mit der mittleren Profi-Qualität. Und der hat auch einen richtig guten Staubfilter drin. Also er hat nicht nur den Beutel, sondern hat dann nochmal wie so einen Luftfilter im Auto nochmal eingebaut, der dann nochmal den Staub filtert. Und den kann man sogar so umbauen, dass der für Allergiker geeignet ist. Der macht also die Luft, der wirbelt den Staub nicht nur rum, sondern der macht den auch wirklich, der nimmt den auf und der ist dann weg. Das Schöne ist, der hat auch nochmal so eine Funktion, dass man beim Saugen nochmal den Filter ausklopfen kann. Damit saugt sich das hier richtig gut. Ich habe jetzt alle Wände abgesaugt.
die Decke abgesaugt und natürlich den Boden abgesaugt. Es ist hier nicht die beste Umgebung zu filmen, aber man sieht, glaube ich, deutlich den Unterschied. Der Balken ist schön sauber, es war nur Kalkstrich und der Eichenbalken, der ist auch richtig schön sauber geworden. Das heißt, da ist nichts mehr dran, so ein bisschen in den tieferen Ritzen, da sitzt noch ein klein bisschen was von dem Kalk, aber das ist nicht so schlimm. Die Tür, die mache ich dann ganz zum Schluss. Das heißt, die wird ausgebaut, also der Rahmen wird richtig sauber gemacht, aber die Tür wird ausgebaut. Die mache ich dann draußen auf dem Hof schön, bei den alten weißen Farben. Da weiß man ja nie so richtig, was da drin ist. Die haben früher auch Bleiweiß genommen, das heißt also, die haben zum Weißen Bleioxid genommen und ja, das muss ich mir hier nicht fein zerstäubt in der Bude geben. Von daher baue ich das, was abgeschliffen wird, aus und das mache ich dann draußen auf dem Hof. Ja, und werde es mit dem Abschleifen auch ein bisschen moderat halten, denn auch draußen auf dem Hof brauche ich das Zeug nicht unbedingt fein zerstäubt. Ja, aber was bleibt einem sonst übrig, ne? Mein ursprünglicher Plan war mal, den Fußboden zu erhalten. Das ist ja noch ein richtig schöner alter Dielenfußboden und er ist eigentlich auch soweit gut in Schuss. Allerdings macht der Boden hier, der macht eine ganz schöne Biege hier nach unten. Das heißt, der Boden ist alles andere als eben und daher muss ich den ein bisschen ausgleichen. Das wird eh noch ein Späßchen werden. Meine Taktik ist jetzt diese, dass ich hier die tiefste Ecke, die muss ich mir dann mal ausloten, wie tief die Ecke ist. Die würde ich jetzt mit Holz unterbauen. Da hole ich mir noch ein paar Rauschbunddielen im Baumarkt und dann würde ich das hier quasi, das Loch nochmal mit einer Holzunterkonstruktion auffüllen. Das heißt, kleine Klötzchen sägen und dann Latten und Dielen hier drauf verteilen. Und damit so ein bisschen das Loch schließen. Die Bretter würde ich dann so auf 0 auslaufen lassen, so dass sich nachher ein einigermaßen ebener Fußboden hier ergibt. Da sind leider hier die Deckenbalken ganz schön nach unten gesaust und ich habe natürlich auch die Tür, die mir hier eine Höhe vorgibt. Von daher bin ich nicht so ganz flexibel, was das Ausgleichen angeht. Versuche das aber so bestmöglich irgendwie hinzubekommen und habe mich dann dazu entschieden, so wie überall sonst auch, hier dann einen Eichenholz-Dielenfußboden aufzubauen. So, bevor ich damit aber anfangen kann, würde ich jetzt ganz gern die Wände bearbeiten. Das heißt also, da muss Farbe dran. So, geh nicht in das Licht, Caroline. Nein, geh nicht in das Licht, Caroline. Also ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen freundlicher für die zukünftigen Aufnahmen geworden. Ich habe ja alles mit Silikatfarbe gestrichen und bin ziemlich happy mit dem Ergebnis. Habe jetzt etwa 2 Eimer gebraucht. Habe ich alles mit dem Farbsprühgerät gemacht und das Gerät natürlich dann auch dementsprechend nochmal richtig schön sauber. Und jetzt ist es Zeit zum Geschenke auspacken.
So, bevor ich euch jetzt Detailaufnahmen zeige, kommt erstmal wieder eine meiner Lieblingsaufgaben. Na, wer errät's? Richtig sauber machen. Den Fensterrahmen, den habe ich jetzt soweit aufbereitet. Die Fensterbank, die wird noch geölt. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Ecken mit Wandfarbe nachgestrichen. Das war gerade so in den Randbereichen. Wie ihr seht, da sind noch so ein paar kleine, Themen, die noch abgearbeitet werden müssen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal die Farbe trocknen lassen. Damit ich das überhaupt erkennen kann, laufe ich hier schon die ganze Zeit mit meinem analogen Visualisationsverstärker rum. Also nicht wundern. Ist ein mehrstufiges Thema. Das heißt also, bis es dann wirklich so im Detail dementsprechend, wie ich mir das vorstelle, muss ich noch ein paar Mal ran. In der Zwischenzeit kümmere ich mich jetzt hier mit den zwei Freunden nochmal um so ein paar Stellen, wo ich am Balken gekleckst habe. Das heißt also, ich habe das zwar abgeklebt, aber wie das so ist im Eifer des Gefechts, kommt dann doch immer noch mal irgendwas dran. Dafür habe ich jetzt hier die Nylonbürste auf die Flex aufgezogen. Damit ich jetzt nicht gleich den ganzen Dreck wieder im Raum verteile, nehme ich mir schön den Staubsauger dazu und würde versuchen, das Material gleich wieder aufzunehmen. Das müsste aber jetzt hiermit eigentlich, ja, es geht so gut wie mit einem Bleistift um Radiergummi. So kann ich mit dieser Nylonbürste, das ist ja nicht wirklich fest am Balken dran. Das ist eine Silikatfarbe, die verbindet sich nicht mit Holz, von daher geht die relativ leicht ab. Wichtig ist, dass sie trocken ist, dass sie sich nicht so verschmieren kann. Ja, dann bröselt die eigentlich auch ab. Habt ihr ähnlich gesehen wie bei dem Kalk. Müsste eigentlich ratzifatzi gehen und deswegen fangen wir jetzt an. So, die Balken habe ich gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Also ganz hundertprozentig perfekt gerade Linie bekomme ich da nicht hin, aber das muss auch gar nicht sein, weil der Balken an sich einfach so ein bisschen uneben ist und dadurch ist der Ansatz auch so ein bisschen, naja, nicht so ganz perfekt gerade, aber das, wie gesagt, das brauche ich ja nicht so unbedingt. Und auf die gleiche Art und Weise habe ich jetzt den Türrahmen auch sauber gemacht. Was ich hier jetzt noch machen muss, ist natürlich dann zum einen noch streichen, aber hier solche Elemente, die wie hier diese Klinke von der Tür, wo die sich einrastet, und auch die Angeln, die Kloben, die hier eingebaut sind, die sind jetzt noch ein bisschen mit weißer Farbe patiniert. Das würde ich gern auch noch mal ändern, aber das ist mit der Kunststoffbürste natürlich schlecht. Dafür würde ich dann die Metallbürste nehmen. Die Globen, genauso, das Türblatt habe ich ja ausgebaut. Die Globen, genauso wie den Schlosskasten von der Tür, die würde ich gerne einfach nur blank machen. Das heißt also rohes Eisen, rohen Stahl. Und damit die nicht gleich wieder anfangen zu rosten, nehme ich nachher ein bisschen Leinöl und pinsel das Ganze ein. Das müsste dann mit dem Oxid, das noch auf dem Metall verbleibt, so eine Art Eisenmännige geben. Das ist ein Rostschutzmittel und schützt auch gleichzeitig dann vor Verrostung. Das heißt, man hat dann so ein sattes schwarzes Metall. Ähnlich würde ich das auch da oben machen, wo der Anker da aus der Wand oben rauskommt. Das wird auch einfach noch ein bisschen Leinöl gepinselt. Genauso wie der restliche Balken und hier vorne auch noch der Eichenbalken und natürlich auch die Fensterbank. Nur bevor wir damit jetzt anfangen, würde ich gern das nächste etwas aufwendigere To-Do in Angriff nehmen. Und zwar der Fensterflügel. Den habe ich zwar ausgebaut, damit der nicht ganz so dreckig wird hier bei der ganzen Aktion und auch möglichst keine Farbspritzer abbekommt. Der war ja mobil, will ich mal sagen. Konnte ich ja da schön rausnehmen. Bevor ich den aber wieder einbaue, da gehe ich raus, mache den draußen auf dem Hof sauber. Da muss ich einfach nicht so vorsichtig sein. Da kann ich ein bisschen mehr Wasser nehmen und kann das Ding schön abschrubben. Dann machen wir ihn schön sauber, putzen das Glas und dann bauen wir zusammen wieder ein. Sollte jetzt schon halten, aber so richtig gut ist es noch nicht. Jetzt mal vorsichtig zumachen.
Das Einzige, was an dem Fenster noch nicht gut ist, das ist hier der Griff. Der gefällt mir gar nicht und darum gibt es jetzt einen neuen. Ich habe ja im ganzen Haus so ein bisschen nostalgisch anmutende Griffe und ja, für die weißen Fenster, normal habe ich so einen Drehgriff, so ein Kreuz, aber jetzt für diese Art von Fenstern habe ich gedacht, sieht es vielleicht auch nicht schlecht aus, wenn wir so einen emaillierten, das wäre auch ein schöner Türgriff tatsächlich, wenn wir so einen, Porzellan, nicht emailliert, wenn wir hier so einen Porzellangriff hätten und ja, da wird sich doch hier ganz schön machen. Ist jetzt kein schönes Sprossenfenster, würde ich ja persönlich schöner finden, aber wie gesagt, das ist das einzige Fenster im Haus, wo wir uns jetzt gegen so ein Sprossenfenster entschieden haben, einfach aus dem Grund, ja, kommt eh schon so wenig Licht rein, sieht niemand durch das Dach davor und ja, deswegen haben wir gedacht, brauchen wir das hier nicht unbedingt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem einen schönen Griff dran schrauben kann. Weil wir gerade so schön im Flow sind, nehme ich jetzt hier Leinöl, nein, ist kein Apfelsaft, das ist Leinöl-Firnis und mit dem Leinöl-Firnis werde ich jetzt die Fensterbank behandeln. Das streiche ich nicht, das poliere ich hier nur so ein bisschen ein. Wichtig ist, es darf nicht zu viel davon auf die Fensterbank, denn sonst gibt das so hässliche Klebeflecken und ja, soll ja nur die Oberfläche so ein bisschen schützen. Das Problem ist bei Eichenholz, da ist natürlich einen hohen Gerbsäureanteil und wenn ich jetzt mit irgendwas auf die Fensterbank komme, was die Gerbsäure da drin aufweckt, dann gibt das eine Reaktion und die Fensterbank bekommt dann so hässliche schwarze Flecken und wenn das einmal geölt ist, dann bleibt die für lange Zeit so wie sie ist und das kann man natürlich dann irgendwann nochmal wiederholen. So, weil wir jetzt gerade dran sind, machen wir jetzt auch mit dem Balken weiter. Ihr wisst, die alten Lappen, die werden am allerbesten im Ofen gelagert, denn Leinöl zusammen mit so einem Papier bzw. eigentlich mit einem Baumwolllappen neigen schon ganz gerne dazu, sich zu entzünden. Wenn ihr mal wissen wollt, wie schnell das gehen kann, dann müssen wir bei Florian Rigotti auf dem Kanal vorbeikommen. Der hat dazu ein richtig schönes Video gemacht. Dem wäre das nämlich fast passiert. Ja, fangen wir mal hier in der Ecke an. Ihr seht den Beschlag, den habe ich jetzt einfach nur sauber gebürstet und dann mit Leinöl gestrichen. Das wird jetzt noch ein bisschen vor sich hin reagieren, dann gibt das eine schöne Eisenmännige. Und hier der Leinöl-Firnis, der wird dann diesen Firnis ausbilden. Leinöl-Firnis ist irgendwie nur so doppelt gekochtes Leinöl, da gehen dann die Eiweißverbindungen kaputt und dann gibt das diesen Firnis. Sonst sind da keine Zusatzstoffe drin. Das Abkochen macht man einfach nur, damit das homogenisiert wird und dann irgendwelche Verbindungen da drin kaputt gehen. Ich habe mein Fachwerk und auch meinen Zaun, viel von meiner Außenanlage einfach so mit Leinöl gestrichen. Und ihr seht, wenn man so einen Eichenbalken, gerade so einen alten Eichenbalken mit Leinöl streicht, wie schön satt, fast schwarz der wird. Also da braucht man kein Pigment mehr, da braucht man sich keine spezielle Farbe aus dem Baumarkt holen. Das Leinöl, das schützt das Holz eben durch das Öl, dann bildet es eben diesen Firnis und gibt halt einfach auch einen richtig schönen Charakter bei den Balken und natürlich auch hier bei der Fensterbank. So, ich habe restliche Leinöl genommen und draußen mein Schild und auch noch meine Handläufe von der Treppe auch noch schnell gepinselt. Bin jetzt mit dem Leinöl soweit fertig. Es riecht hier richtig schön nach Leinöl.
Eine Sache würde ich heute noch gerne machen, bevor ich euch entlasse. Ich werde davon nicht allzu viel zeigen können, denn ich möchte gerne noch die Lichtschalter einbauen, die Steckdosen einbauen und die Lampen anbauen. Dafür muss ich natürlich Strom aufmachen, werde mir eine Kopflampe aufsetzen und hier das größtenteils im Dunkeln machen. Von daher ja, gibt es da wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel zu sehen. Ich möchte euch aber trotzdem die Komponenten vorstellen. Als Dimmer setze ich wieder so einen Shelly Dimmer ein. Den baue ich als Einbaugerät in die Dose rein. Der ist Google Home fähig. Ich habe hier ziemlich viel über Google Home laufen. Das ist so mein Smart Home System, was ich mir hier so aufgebaut habe. Dann habe ich hier Deckenlampen. Die sind irgendwie auch so ein bisschen Vintage-mäßig. Aber auch hier greifen sie das Holz da oben von dem Balken wieder auf. Da kommen zwei so Strahler rein. Die sind dann auch mit dimmbaren Lampen ausgestattet. Also schön mit LED-Filamenten. Und wer hätte es geahnt, habe ich hier wieder eine ist gut verpackt, habe ich hier wieder eine Lieferung der Serie Berker 1930 bekommen. Schalter, Taster, Steckdosen, Rahmen, Doppelrahmen etc. Und die werden wir natürlich auch anbauen. Wie gesagt, ich würde das jetzt mal so im Schnelldurchlauf machen und wir sehen uns wieder, wenn das Zeug eingebaut ist. So ihr Lieben, jetzt heißt es Daumen drücken. Ich habe jetzt hier schon eine ganze Weile mit Kopflampe an der Elektrik rumgebaut und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Da, so was Schönes. Ich finde, es ist ganz schick geworden. Das sind jetzt wieder solche Industrielampen, so ähnliche habe ich auch unten in der Küche schon angebaut. Als Steckdosen habe ich hier das Patent von Berker, das 1930. Wenn ihr euch wundert, warum die Steckdosen jetzt so viel Unterschied zwischen dem Boden und der Steckdose haben, das ist, weil der Boden noch schief ist. Den muss ich noch ausgleichen. Hier unten sieht man, habe ich schon so ein paar Markierungen gemacht. Der muss hier an der Ecke fast 10 cm hoch. Hier draußen im Flur, da liegt schon der Boden. Ich mache jetzt hier mit Rauschbund, mache ich mir quasi noch mal so einen zweiten Boden auf dem Boden. Wie gesagt, ich wollte eigentlich die Dielen erhalten, aber die nehme ich jetzt einfach als Unterlage, beziehungsweise wenn ich dann jetzt anfange hier aufzufüttern, dann laufen die hier so auf 0 auf und dann kommt dann oben drauf nochmal ein schöner Eichendielenboden. Wo ich nochmal nacharbeiten muss, das ist hier bei dem Schalter Steckdosenpatent, ja, da habe ich ein bisschen Scheiß gemacht. Das geht so überhaupt gar nicht. Da brauche ich auch nichts zu versuchen. Da muss ich noch mal ein bisschen gerade machen. Muss ich den Putz und die Farbe noch mal ein bisschen abkratzen und so unten, da ist auch noch ein bisschen unansehnlich. Von daher muss ich das ausbauen, dann noch mal schön mit Feinputz gerade putzen. Ja, und dann noch mal wieder einbauen. Aber das ist jetzt nur noch Makulatur. Ja, ansonsten bin ich mit dem Baufortschritt ziemlich zufrieden. Wir haben heute wieder eine Menge geschafft. Ja, wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich jetzt unter der Woche immer noch mal ein bisschen weitermachen hier, mal sehen, wie weit ich komme. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann werden wir wahrscheinlich gemeinsam Abschied vom Kran nehmen müssen. Denn für mich jetzt kommendes Wochenende kommt der Schwertransport, der den Kran abholt. Bin ich auf der einen Seite ziemlich froh. Auf der anderen Seite, wisst ihr, ist es natürlich auch ein langer Weggefährte, der dann geht. Aber es wird auf jeden Fall eine coole Show werden. Ich hoffe, ich kann alles filmen und ja, da kommt ein Tieflader und so. Manchmal wollen die Leute nicht gefilmt werden, aber mal sehen. Ich versuche es zumindest für euch auf Video zu bannen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder vorbeischauen würdet. Wir müssen den Türrahmen noch machen, das Türblatt muss noch gemacht werden, der Fußboden muss noch rein, der Unterbau, der Fertigfußboden, die Zierleisten müssen noch gemacht werden. Da habe ich mir das Holz schon, habe ich mal Holz aus dem Baumarkt gekauft, aber das war schon schön gehobelt und so.
Das werde ich nochmal über die Fräse machen. Da mache ich mir oben schön so eine profilierte Zierleiste dran. Und wenn der Eichenholzboden dran ist, dann kommt die Zierleiste dran. Das sieht dann so ähnlich aus wie im Flur. Das habt ihr bestimmt gesehen. Das ist der Eichenboden und an der Seite habe ich so eine breite, hohe, weiße Echtholzleiste mit so einer Profilierung, weiß gestrichen, als Sockelleiste verwendet. So werde ich das hier auch machen. Aufgrund meiner Steckdosen und dieses schiefen Bodens weiß ich noch nicht genau, wie die Höhen so werden. Ich hatte mich da, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, wie schief der Fußboden ist. Aber ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann seht ihr auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ich werde mich jetzt mal unter die Dusche hauen. Es ist schon wieder dunkel. Von daher macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.